Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Weiter geht's mit dem Raytracing. Ich hoffe, ihr wisst noch, wo wir letztes Mal, beziehungsweise gestern, wann auch immer ihr das Video geguckt habt, waren. Und ja, jetzt geht's direkt weiter. Wir haben hier die Richtung zu dem Pixel ausgerechnet, ähm, die wir ganz dringend brauchen. Und wir wollen jetzt hier natürlich den Schnittpunkt berechnen. Also ob irgendwo ein Schnittpunkt zu finden ist. Und wenn ja, dann gehen wir den nächsten zurück, logischerweise. Denn das nächste Objekt zur Kamera hin ist natürlich das Objekt, das wir dann auch wirklich sehen können. Denn alle anderen werden verdeckt. Was dann mit Transparenz und so weiter ist, da kommen wir dann noch dazu irgendwann. Wir wollen jetzt einfach nur was möglichst Einfaches hier haben. Und da muss ich noch nicht an Transparenz denken. Okay, ja, das heißt, wir brauchen hier zunächst einmal ein Objekt. Jetzt Vorsicht, die Klasse Object ist von Java natürlich schon vergeben, deswegen nenne ich das ganze Ding einfach mal Object 3D. Und wir nennen das Ganze Intersect. So, und sagen hier, die ist null, die Intersection. Also das Objekt, das quasi als Schnittpunkt herauskommt, ist am Anfang null. Und wir erinnern uns vielleicht auch noch, ein Strahl. Lasst mich dazu vielleicht wieder eine Skizze machen. Ein Strahl, beziehungsweise, ja, wir haben hier den Startpunkt des Strahls und der geht dann in diese Richtung hier rüber und das ist quasi unser Objekt, das geschnitten wird. So, und wir haben hier überall die Länge 1 gemacht. Jetzt wird es auch tatsächlich wichtig, weil hier ist 1. Achso, ja, ich kann nicht so zeichnen, stimmt. Und hier ist 0. Mache ich mal das so. Und hier zwischendrin haben wir natürlich immer noch irgendwelche Werte. Das heißt, wenn jetzt hier ein Objekt ist, also hier wäre dann tatsächlich der Punkt auf der Bildfläche, also S wäre dann, nee, Direction wäre, wo haben wir den Code? Hier, Direction wäre dann voll dabei, also wir hätten hier einmal komplett Direction drauf addiert und wären hier hinten bei dem Schnittpunkt. Und eventuell ist aber unser Objekt, das wir sehen, schon hier vorne, denn wir sind ja im dreidimensional, da können die Objekte ja vor oder hintereinander liegen. Sagen wir mal, hier ist dieses Objekt eine Kugel und das wäre dann hier. Dann ist t natürlich nicht 1 und es ist nicht 0, sondern es ist irgendwo dazwischen. Und dieses t ist quasi das, wie wir unseren Schnittpunkt rauskriegen. So, ja, das heißt, unser t ist natürlich am Anfang erstmal das Maximum. Doppelpunkt Max Value. Hier. Und ich ziehe eins davon ab, weil ich teilweise später noch Doppelpunkt Max Value als Rückgabewert benutze. Und logischerweise wird dann bei t einfach das Minimum genommen, denn je näher das Objekt an unserem Auge ist, habe ich ja gerade schon gesagt, desto eher sehen wir es. Also wir sehen das nächste Objekt. So, jetzt wollen wir eine Schleife erstellen. Also wir haben diese Object3D-Klasse natürlich noch nicht, ist mir bewusst, die kommt noch. Aber ich möchte mit euch erstmal den Raytracer hier fertig schreiben. So, wir wollen eine Schleife schreiben durch alle Objekte, die wir haben. Wir nennen, also für die, die es nicht kennen, das ist eine For-Each-Schleife. Das heißt, die nimmt irgendwie eine Collection, zum Beispiel eine Liste oder ein Array oder sonst irgendwas und die loopt da einfach für jedes Objekt durch und diese Objekte nennen sich in der Schleife einfach alle O. Das heißt, das wird immer ausgetauscht. Also jedes Objekt O in der Scene, upsala, in der Szene, die wir uns modelliert haben. Ich habe hier den Code natürlich schon vorbereitet, deswegen kann ich da einfach mal das hier eintragen. So, genau. Also nicht verwundern, das kommt alles noch. Das bedeutet einfach, wir gucken alle Objekte an in unserer Szene drin. Und die Objekte, mit denen machen wir dann das, was hier in dieser Vorschleife ist. Okay, ja, jetzt berechnen wir unser T2. Dieses T2 berechnet sich über O. Punkt und dann Intersect. Und das ist die wichtigste Methode, glaube ich, in dem ganzen Code. Abgesehen von der Trace-Methode vielleicht. Und geben hier Kamera.getEye an. Und die Direction geben wir auch an. So. Und hier kommt dann ein Double raus. Dieser Double ist eben genau der Double hier. Also unser T ist quasi, dieses T hier oben ist quasi unser globaler Schnittpunkt. Das heißt, immer das kleinste, was wir geschnitten haben. Und dieses Objekt hier ist das, was wir tatsächlich aktuell als nächsten Schnittpunkt gefunden haben, falls wir mehrere Objekte haben. Und hier unten berechnen wir dann tatsächlich für dieses Objekt O
berechnen wir den Schnittpunkt, der muss natürlich anders heißen, falls es einen gibt. Falls es keinen gibt, wird hier Max Value rauskommen, deswegen hier -1 abgezogen. Hier kommt dann nämlich die Frage, ist unser T2, also ist unser neuer Schnittpunkt denn vor unserem Auge, das heißt, können wir es überhaupt sehen und können wir den Schnittpunkt sehen, weil er nicht von dem Objekt, das wir vielleicht schon gefunden haben, sprich T und Intersect, dass er da nicht verschattet wird, also dass er hinter dem Objekt liegt. Wenn das alles der Fall ist, dann haben wir einen neuen Schnittpunkt gefunden und wir sagen einfach Intersect, also unser Objekt, das gerade unseren nächsten Schnittpunkt enthält, ist O und unser T, das quasi den Abstand für unseren Strahl gibt, der noch nicht explizit modelliert ist, das kommt irgendwann später. Da haben wir dann hier, weisen wir einfach T2 zu, das heißt unsere nächste Intersection. So, wenn wir das für alle Objekte hier gemacht haben, das geht bis hier, diese Vorschleife. Also ihr seht schon, das wird ziemlich ineffizient, wenn wir viele Objekte haben, weil wir müssen das wirklich für jeden Pixel durchgehen. Und wir müssen, also hier oben für jeden Pixel und für jedes Objekt hier unten. Das heißt, in jedem Pixel schneiden wir jedes Objekt. Das ist vielleicht nicht so effizient, könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen. Das heißt, da wird es noch irgendwelche Optimierungen geben. Ja, zurück zum Code. Wenn wir einen Schnittpunkt gefunden haben, also if intersect ungleich null. Also ihr erinnert euch, am Anfang haben wir gesagt, Intersection ist null und ansonsten weisen wir einfach was zu, wenn wir einen Schnittpunkt gefunden haben. Das heißt, wenn wir hier null rauskriegen, haben wir keinen Schnittpunkt gefunden. Das kann ja auch vorkommen, dass da einfach kein Objekt in Reichweite liegt. Und wenn wir in dieses if reinkommen, dann können wir sagen, okay, output.setPixel. Und ja, hier haben wir dann einen x-Wert, einen y-Wert, die sind ganz logisch i und j, weil wir wollen ja genau diese Pixel berechnen. Und getRGB, Entschuldigung, dieses RGB hier, das ist eine Methode auf dem Objekt, die wir auch noch schreiben müssen, logischerweise, getColor. So, und da mache ich jetzt einfach mal hier die Klammern zu und wir werden uns dann mit Schatten und Beleuchtung und so weiter werden wir uns noch irgendwann anders auseinandersetzen. Aktuell sagen wir einfach nur mal hier getColor. So, und damit ist der Tracer an für sich fertig, denn wir haben hier den Schnittpunkt gefunden, den nächsten Schnittpunkt vor allem gefunden, der von uns sichtbar sein kann, also er liegt nicht hinter dem Auge. Also stellt euch das einfach mal vor, ihr habt vor eurer Nase irgendeinen Gegenstand, ihr habt hinter diesem Gegenstand noch einen Gegenstand und ihr habt hinter eurem Kopf einen Gegenstand. Das heißt, ihr könnt nur den sehen, der tatsächlich vor eurer Nase ist. Also wirklich den nächsten. Und den hinter euch, der ist zwar kleiner, also T2 ist kleiner als T, weil T2 ja dann sogar negativ ist, aber ihr könnt es nicht sehen, weil es hinter eurem Kopf ist und ihr nur vorne die Augen habt. Deswegen T2 größer 0. Und das Objekt hinten dran, das könnt ihr nicht sehen, weil hier eben T2 größer ist als das T, was ihr schon gefunden habt von dem Objekt, was direkt vor eurer Nase ist. So, ich hoffe, ihr habt es verstanden und logischerweise kommen hier Object 3D und die ganzen Methoden davon das nächste Mal. Und da werden wir dann auch mal ein Interface benutzen. Das heißt, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.